Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers aus Lübeck. Ja, in der letzten Folge, da haben wir ein bisschen mit den Krediten so ein bisschen herumgespielt. Das soll damit heißen, dass wir den alten Kredit zurückgezahlt haben und einmal einen neuen Kredit angeschafft haben, der aber wesentlich günstiger ist als der alte, den wir vorher hatten. Vorher mussten wir eine Rückzahlung am Tage bis zu 1500 mussten wir pro Tag zurücklegen. Und jetzt sind es nur noch 850, wenn man es aufrundet. Also wesentlich weniger als vor ein paar Tagen sozusagen. Ne? Also haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr Geld übrig für die Planung, für die Zukunft und für die Gestaltung weiterer Linien und sozusagen. Und dann haben wir auch nebenbei schon mal die Gelenkbusse zusammengesammelt, die wir brauchen für den derzeitigen Betrieb. Ja, und das nächste ist, wir brauchen nochmal 4 weitere Busse und 3 weitere Fahrer, also pro Gruppe, um die Linie 4 dann mit bestücken zu können oder bedienen lassen zu können. So klingt sich das besser. Wagen 6 einmal tanken, reinigen. Dasselbe auch für Wagen 2, allerdings nur tanken. Ja, wo wollte ich weitermachen? Genau, um die Linie 4 bedienen zu können, brauchen wir 4 Fahrzeuge plus, also 3 Fahrzeuge für den regulären Betrieb und nochmal ein Fahrzeug als Reservefahrzeug sozusagen. Und dafür brauchen wir dann auch wieder 12 Fahrer insgesamt, um die Linie dann auch dementsprechend auch bedienen zu können. Ja, und darauf müssen wir jetzt sozusagen als nächstes hinarbeiten. Das heißt, wir müssen Platz für die 4 Busse sozusagen errichten. Ja, könnten wir den irgendwie zuweisen? Das sieht schlecht aus, dass wir da noch einen Gelenkbus einsetzen könnten. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja auch Glück. Aber daran glaube ich nicht so wirklich. Gut, das ist einmal eine Hotelfahrt, deswegen warten da auch so viele. Alles gut. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich gehe davon aus, dass wir da einen Gelenkbus brauchen. Gut, aber sobald wir das erledigt haben, können wir auch uns dann wieder ein bisschen um die Linie 4 kümmern. Wenn wir wieder... Also Kapital haben wir genug. Können wir hier eigentlich die Reihe wieder voll machen. Erstmal mit 5 weiteren Stellplätzen. Und da müssen wir dann auch nach und nach die nächsten Fahrzeuge unterbringen, um dann die Linie 4 irgendwann auch bedienen zu können. Aber als erstes erstmal wieder die nächsten Fahrer zuweisen. Einen nach dem anderen. Ja, hier auf der 2 könnte das jetzt noch irgendwie ein bisschen knifflig werden. Jo, da kommt jetzt ein Fahrzeug rein. Aber ist trotzdem zu spät gewesen für den einen Zweier noch. Aber jetzt können wir ihn immerhin nochmal zuweisen. Fahrer 23, 24 hatten wir noch gar nicht. Okay. Das ist auch nochmal eine erfreuliche Sache. Und Fahrer 28 ist als nächstes. Dann kommt gleich nochmal Fahrer 32. Und vielleicht noch ein paar weitere Zuweisungen. Aber das werden wir dann ganz genau sehen. So, da kommt jetzt noch ein weiteres Fahrzeug. Ja, genau, das ist Wagen 11. Ebenfalls einmal betanken lassen. Auch Wagen 10 und einmal eine Innenreinigung müssen wir dort machen. Fahrer Nathalie Kminski. Hi, wegen Familienzuwachs komme ich mit dem aktuellen Geld kaum zurecht. Um weiterhin hier arbeiten zu können, würde ich um ein höheres Gehalt benötigen. Ah ja. So, kriegst du 50 Pfennig mehr. Ist ja alles gut. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, noch den einen Zweier hier zuweisen zu können. Ja, muss er eben halt mit Verspätung fahren. Oh, da haben wir jetzt wieder vermehrt Fahrgäste auf der Linie hier zu sehen. Das ist doch auch wieder eine mehr oder weniger interessante Nachricht.
Also ist da auch wieder der Einsatz eines Gelenkbus doch angemessen sozusagen. Achso, das sind nur 3 Hotels. Ich hatte die 4 Punkte als Hotels in der Zahlung sozusagen gehabt oder eingestuft sozusagen, ne? 35 Minuten. Hier haben wir nur noch ein Hotel, aber auch noch immerhin mit einer schönen Anzahl von Fahrgästen. 10:45 Uhr. Da werden sich auf jeden Fall 2 sich jedenfalls zusammentun. Also laut der dort angekündigten Zeit wäre das jedenfalls machbar. Doch ob das dann auch wirklich so gemacht wird, ist fraglich. So, hier hätten wir zwar jetzt noch einen Gelenkbus da, aber leider nicht die finanziellen Mittel dafür. Leider nicht. Müssen wir da noch ein Weilchen drauf warten, bis wir das überhaupt machen können. Jetzt haben wir gleich den Freitag. Das würde mich einmal kurz dazu bringen, den Samstag von der Linie 2 mir einmal anzusehen. Oder ne, Linie 3 meine ich, nicht der Linie 2, da können wir ja nichts machen. Aber es sieht schon mal so aus, als könnten wir die Linie 3 am Samstag doch eine halbe Stunde eher enden lassen sozusagen. Die Fahrzeit lasse ich so dabei. Echt, haben wir 5 Uhr ausgewählt? Ja, okay, es werden ja auch nicht so viele Fahrgäste erwartet. Okay, lassen wir 5 Uhr dabei. Aber gehen bis 21:30 Uhr. Ne, das nehmen wir, Samstag wollte ich ja hier auswählen, genau. Nehmen wir es auch erstmal für Sonntag so mit rüber. So, was sagt er jetzt? Jo, ist doch schon mal ein bisschen interessanter das Ganze hier. Gut, das nehmen wir so rüber. Fahrzeit oder die Fahrzeiten für die Fahrpläne haben wir auch mit übernommen. Wunderbar. So ist das richtig gut. Dann nehmen wir das jetzt auch mit über. Müssen wir da vielleicht bei der 2 irgendwas machen? An den Fahrplänen kurz mal was gucken. Wie lange fährt er? Ja, Samstag verkehrt er eigentlich genauso lange. Nur von der Menge her könnte man ihn vielleicht eine halbe Stunde länger laufen lassen, ne? Oh, könnte man mal ausprobieren. Dass er da eine halbe Stunde länger läuft. Sonntag müssen wir nochmal separat gucken. Aber deutet auf jeden Fall schon mal hin, ne? Und eine halbe Stunde später starten. Oh, mal gucken, wie sich das ausschlagen wird, ne? Vielleicht eine kleine veränderte Fahrzeiten der Fahrpläne sozusagen, ne? Dürfte sich dann auch interessant auf die 2 vielleicht auswirken. Vielleicht gibt es ja dann auch vermehrt Linienwechsel innerhalb der Schichten. Aber das wird sich dann noch ganz genau ankündigen. Spätestens am Montag. Weil die 2, wie gesagt, ja ganz andere Fahrzeiten sozusagen hat, ne? Da können wir nichts machen. Okay, gut, alles klar. So, gut. Das ist doch schon mal alles sehr gut, muss ich sagen. Oder wie das jedenfalls verläuft. Ticketverkäufe. Ja, nochmal um 3% angestiegen. Knapp 16.000 oder 16.500 nehmen wir an den Ticketverkäufen zu. Das ist doch auch schon mal fein.
Und die Linie 2 steigert ja auch immer noch die Fahrgastzahlen, ne? Mal gucken, wie das jetzt hier an dem Freitag aussah. Würde mich auch jetzt ein bisschen interessieren. Jetzt vor allen Dingen, wo wir ja mehr Gelenkbusse jetzt auch noch zur Verfügung haben, sozusagen, ne? Wird dann auch noch jeden Fall sehr interessant werden. Aber man sieht auch sehr gut, die 3 ist jetzt so gut wie kaum noch gefragt. Am Hauptbahnhof endet sie ja zwar jetzt. Das ist auch schon mal... Haben wir sehr clever ausgesucht, das Ganze. Nur, 3, nochmal gucken, ne? Es waren jetzt noch kaum Fahrgäste unterwegs. Vielleicht wäre es doch auch ratsam, die Linie 3 vielleicht auch schon um... Ja, schwierig, ne? Auch in der Woche schon um 21:30 Uhr enden zu lassen. Kann man eben halt ganz schwierig voraussagen. Ob man dann sowas machen soll oder nicht, ist eben halt eine ganz schwierige Frage. Also die lässt sich wirklich nicht ganz einfach beantworten, ganz ehrlich gesagt. So, einige sind ja noch auf der 2 unterwegs. Der kommt relativ spät, oder nee, der ist jetzt schon auf der Betriebsfahrt, alles klar. Und er hier ist sozusagen der letzte, der jetzt auf der 2 unterwegs ist. Aber es sind noch, oder waren bis jetzt eben noch relativ viele Fahrgäste mit unterwegs. Jetzt sind es so gut wie gar keine mehr. Alles klar, jetzt wird er sozusagen eigentlich nur noch leer. Da war jetzt noch einer mit dabei, der wahrscheinlich vielleicht von der Kneipe oder irgendwie sowas vielleicht nach Hause wollte oder sowas, keine Ahnung. So, dann fährt er jetzt auch wieder zurück ins Depot. Die Fahrzeuge, die hier schon mal drin stehen, haben nichts zu bemängeln. Ist ja auch schon mal eine feine Sache. Da haben wir schon mal wieder den Umlauf für die Linie 1. Kommt dann auch gleich Fahrer 1 drauf zu. Und jetzt am Wochenende haben wir sowieso geringere Fahrgastzahlen oder Fahrten sozusagen, besser gesagt. Ach, wir müssen unsere Lagerhalle noch einmal ausbauen. Alles klar. Lagerraum. Gut, da konnten wir noch ein Regalsystem noch mit dazu packen. Müssen wir nur noch warten, bis die Päckchen reingestellt worden sind, also ins Regalfach einsortiert sind. Jetzt kommt das machen. Perfekt. Gut, dann kommt auch gleich schon Fahrer 2 wieder raus. Fahrer 9. Fahrer 10, genau. Und Fahrer 11 braucht einen großen Gelenkbus. Hotelfahrt Burgtor. Okay, alles klar. So, Fahrgastzahlen, speziell auf der Linie 2, wollen wir jetzt nochmal anschauen. Ja, auch wieder knapp 150 Fahrgäste mehr sozusagen. Auf den anderen Linien, ja, hier ist es auch leicht angestiegen. Bei der 3, ja, auch um gut 100 Fahrgäste. Aber ist wie gesagt auch die Frage, wie stark sich das jetzt überhaupt noch eigentlich, oder bis wohin, also wo sozusagen das Ende des Wachstums sozusagen sein könnte. Gut, also wie gesagt, das ist noch die Frage, wie weit die Fahrgastzahlen ansteigen. Dürfte natürlich langsam immer mehr und mehr und mehr werden, aber nicht so schnell wie in Hamburg, wie es vorher war sozusagen. Aber das hängt natürlich auch noch mal mehr oder weniger von den Fahrgästen ab und auch natürlich von unserer Bewertung, die ja momentan auch wieder sehr gut ist. Bei 3,2 Sternchen. Keine Ahnung, wie ich das hier eigentlich geschafft habe. Oder hängt das eigentlich zum Teil hier mit der mit einfach dem Linienangebot an, dass die Linienfahrzeuge eben halt so häufig laufen, dass wir so große Fahrzeuge haben? Keine Ahnung, kann natürlich wie gesagt alles mit reinspielen. Aber die Frage lässt sich nicht oder nicht so einfach
beantworten, ne? Es ist eben halt keine einfachere oder keine einfache Antwort oder Frage sozusagen, ne? Oder keine einfache Antwort darauf, auf diese Frage zu geben. Gut, aber finanziell gesehen läuft das zwar auch schon wieder, ja. Aber es reicht leider nicht aus, um weitere Gelenkbusse für die Linie 4 zu beschaffen. Gut, aber wir können schon mal bei der 3 gucken, wie es morgen am Sonntag da aussieht. Ja, da würden Solofahrzeuge sogar ganz ausreichen und wir könnten vielleicht sogar festlegen, dass er nur bis 21 Uhr und vielleicht 5:30 Uhr oder ab 5:30 Uhr startet. Probieren wir das Ganze jetzt einmal auch hier nochmal mit aus. Schichtwechsel innerhalb der Linien, das haben wir hier aktiviert, das ist gut. Hier einmal einfügen, 75 Minuten. Und 21 Uhr und 5:30 Uhr. Ja, fast maximal 90 Fahrgäste, Maximum. Gucken wir mal, wenn wir hier auf 50 Minuten gehen, 85. Aber auch noch immerhin zwei Fahrzeuge, ne? Ja, genau. Wie sieht es mit 45 Minuten aus? Auch 90 Minuten. Und direkt 40 Minuten. Oh, da ändert sich jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Gucken wir uns nochmal Sonntag an. 6:45 Uhr, 5 Minuten. Komm, packen wir dann nochmal 5 Minuten drauf. Fährt er da eben halt ein bisschen weniger. Oder wir können ihn sogar auch bis 21 Uhr laufen lassen, ne? Oder 20:30 Uhr. Oder 45 eben halt. Da nochmal eine Viertelstunde oben drauf packen. Ja, das ist nicht ganz einfach, da einen perfekten Fahrplan zu machen. Aber ich würde sagen, so kann man das jetzt einmal austesten oder ausprobieren sozusagen, ne? Ist zwar jetzt keine stark nachgefragte Linie sozusagen, aber besser als gar nichts. Und das sieht irgendwie aus wie eine Dorfumfahrung oder sowas in der Richtung. Also hier ist das Dörfchen. Man sieht hier allerdings zwar keine Geschäfte, doch hier scheint irgendwie eine Gaststätte zu sein oder sowas. Aber ansonsten ist hier kein Supermarkt oder irgendwas ähnliches zu sehen. Okay. Tigo-Markt. Sagt mir auch nichts, was das bedeutet. Der Laden sagt mir gar nichts. Okay, aber wie gesagt, ob das sich irgendwie lohnen würde, das mit noch mit anzuschließen, wird sich zeigen. Aber erstmal mehr oder weniger sozusagen eigentlich nicht. Vom derzeitigen Zustand der Ecke hier sozusagen. Wer weiß, was wir hier oben noch haben oder was dann noch alles sich im Hintergrund sozusagen verbirgt. Das kann man jetzt so noch nicht sagen. Fahrer 29, auch auf einmal oben mit der 3 sogar. Alles klar, dann kommt mal wieder auf die Linie 3 auch noch mal ein Gelenkbus drauf. Ist auch interessant. Also so finde ich das momentan. Aber ansonsten, weniger Fahrten. Ist natürlich auch gut für die Fahrer. Können die sich ein bisschen erholen. Morgen dürfte das vielleicht sogar ja noch weniger sein, ne? Bei der 1 können wir ja auch nochmal den... Achso, Sonntag haben wir. Ja, Sonntag ist ja. Und Sonntag startet er 4 Uhr. Gut, dann gucken wir mal, wie es aussieht, wenn er eine Stunde später startet. Würde auch... Ja, würde gehen. Würde gehen. Könnte man auch ausprobieren, das Ganze. Nur ist eben halt das Ganze auch ein bisschen schwierig natürlich vorauszusagen.
So, Fahrer 29, der war eben dran. Kommt jetzt Fahrer 33 und der nächste ist dann Fahrer 34. Da kommt er auch schon. Fahrer 34. Gruppe 1 ist damit durch. Und wir haben noch 3 Solo-Fahrzeuge übrig. Und 3 Fahrzeuge sind ja sowieso unterwegs. Gut. Hängt nur davon ab, wann das erste Fahrzeug wieder reinkommt. So gegen 11 Uhr, 11:35 Uhr. Okay. Gut, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir da auch noch Touren für dieses Fahrzeug wieder mit rein. Wer weiß, keine Ahnung. Aber für die Linie hier Stadion Lohmühle sozusagen, da wäre wie gesagt auch für die Rücktour ein Gelenkbus angebracht. Gut, hier würde ich einen Solowagen einsetzen. Sieht man ja auch, die sind hier jetzt so gut wie gar nicht gefüllt. Auch wieder auf der 3, noch auf der 1 oder der 3. Die einzige Linie, wo mehr Fahrgäste zu erwarten sind oder wo auch zu sehen sind, ist höchstens die 2. Und ansonsten ist der Rest eigentlich einigermaßen ausgeglichen. So, dann können wir jetzt hier wieder ein großes Fahrzeug bestellen, auch in einem sehr schlechten Zustand. 45.000 und mehr nicht. Alles klar, das Fahrzeug haben wir bekommen. Das ist Wagen 17. 017. Und einmal 017 als Fahrzeugnummer und einmal auf dem Kennzeichen. Einmal Scheibenwischer, Motor, Motoröl, Keilriemen und Reifen machen wir auch gleich mit. So, dauert zwar ein bisschen, bis das Fahrzeug fertig ist, aber da sollte ja auch gleich ein weiteres Fahrzeug reinkommen. Ach so, nee, der hat noch eine Hotelfahrt, hat der noch drauf. Okay, alles klar. Alles klar. Dann könnte es sein, dass der vielleicht auch noch eine Hotelfahrt drauf haben könnte. Schwierig zu sagen, aber wenn nicht, dann hat er jedenfalls noch eine... ist zwar jetzt ja gleich unten da, hat er jedenfalls noch eine Stunde Zeit, um in den Betriebs... Nee, der hat auch noch eine Linienfahrt. Aber jetzt hat hier unserer, der eben gerade auf der Hotellinie unterwegs war, ist er jetzt wieder da. Wunderbar. Können wir dann jetzt zuweisen? Ja, Schande. Schande, 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 Schande. Einmal nicht aufgepasst und schon das falsche Fahrzeug angewählt. Kacke. Uah. Können wir auch noch nicht erforschen und würden wir auch bis dahin noch gar nicht fertig kriegen. Große Klasse. Echt jetzt. Ja, da habe ich auch wieder sozusagen Scheiße gebaut. Fahrzeuge säubern. Haben wir denn welche dabei? Ja. Genau, Wagen 8, den wollten wir noch einmal ein bisschen sauber machen, ne? Hier haben wir jetzt auch wieder die Lohmühlenstraße mit drin. Da wäre ein Gelenkbus angebracht. Der müsste jetzt eigentlich gleich wieder zurückfahren ins Depot. Hat noch eine Tour drauf, ne? Achso, der ist ja noch auf dem Rückweg. Okay. Der ist auf der 3 unterwegs. Oder wird auf der 3... Wagen 17 ist fertig, das ist gut. Dann gucken wir uns gleich die Anfrage vom Naturbad Kleinsee an. Erstmal Fahrer 14 auf Wagen 17. Shuttle Service. Und zwar von wann wollen Sie das haben? Von Sonntag bis Mittwochs. Jeweils von 9 bis 30 Minuten. 43.000 würden wir dafür bezahlen. Das würden wir machen. Okay, die Fahrt würde zwar ein bisschen schwierig werden. Hier haben wir aber eine Wendeschleife drin. Dann halten wir hier, fahren wir hier hoch. Hier runter. Wahrscheinlich ist das hier der Parkplatz davon, von dieser Freibadanlage oder irgendwie sowas. Und dann fahren wir eigentlich auf demselben Wege wieder zurück. 20 Minuten Takt, 30 Minuten wollen die haben. Gut, das können wir dann machen. Dann hat der Fahrer dafür auf jeden Fall auch noch ein bisschen Päuschen mit drin. Ist doch dann auch eine sehr gute Sache, ganz ehrlich gesagt. Und für 43.000 kann man das doch auch machen. Also das ist eine
Sehr gute Hausnummer, muss ich sagen. Also für dafür nur die Fahrzeuge ein bisschen hinzubringen. Okay, ist es relativ lange. Ich glaube von 9 bis 21 Uhr. Gute 12 Stunden ist dann ein Fahrzeug sozusagen besetzt. Aber das ließe sich hier und da auch ein bisschen aufschieben, sozusagen. Gut, dann haben wir hier schon mal 3 Fahrzeuge, die wir in die Straße, na, wie heißt das jetzt nochmal? In die Waschstraße stellen können, um einmal die Fahrzeuge sauber machen zu können. Was ja auch verlangt wird. Hier haben wir nur eine Hotelfahrt. Na gut, da können wir dann auch mal wieder einen Fahrer 41 draufsetzen. Einer der beiden Reservefahrer, die wir haben. Die müssen ja auch mehr oder weniger beschäftigt werden. Ja, das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber mal gucken, wie das jetzt bei den anderen Fahrzeugen aussieht. Hier hätten wir auch noch eine Innenreinigung möglich. Fahrer 16, der ist noch da. Wunderbar. Wagen 1. Gut, jetzt hat das hier ein bisschen was gebracht. Wird der innen sauber gemacht. Der ist jetzt auch noch dran. Mal gucken, ob es das schon gewesen ist oder gewesen war. Jo, wenn... Achso, gut. Ach, mal schauen. Mal gucken, wie es mit dem nächsten Fahrzeug aussieht, was bald reinkommt. Kindertagsbetreuung, die Wühlmäuse. Die Wühlmäuse wollen am Mittwoch einen Ausflug zum Günter Grass Haus mit 72 Personen. Hier unten befinden sich die Wühlmäuse. Nehmen wir eine reguläre Haltestelle. Und Günter Grass Haus auch wieder im Stadtzentrum von Lübeck. Interessant. Nehmen wir auch wieder an. Linienwechsel, genau. Hä? Ist das noch eine andere? Mal kurz mal. Oh, die sind morgen dran. Okay. Habe ich das total irgendwie übersehen oder sowas, dass wir da auch noch was hatten? Alles klar. Dann sind die, das ist der neue Auftrag sozusagen. Alles klar. Okay. Aber hier ist alles drin. Und hier habe ich das ja auch schon mit aktiviert. Naja, große Klasse. Gut, dann kommt Fahrer 26 auf die Strecke. Nehmen wir da Wagen 2. So, und jetzt kommt Wagen 6 rein. Wunderbar. Mal gucken, in welchem glänzenden Zustand er ist. Eigentlich auch relativ sauber, das Ding. Na gut, dann nehmen wir nochmal Wagen 13 für beide Sachen. Einmal in und einmal von außen. Vielleicht können wir dann irgendwie eine Sache dann auch irgendwie fürs Saubermachen schon mal mit hier reinbuchen, so dass wir vielleicht die Aufgabe auch schon abgeschlossen haben. Und würde sich dann natürlich auch positiv für die Linie 2 herausstellen, wo noch ein Umlauf zu erwarten ist, aber mit so vielen Fahrgästen. Okay, alles klar. Aber Wagen 15 kommt ja auch schon wieder rein. Perfekt. Dann setzen wir dort Wagen 15 ein mit Fahrer 30. Na kommt, liebe Leute, macht das Ding jetzt sauber. Hier müssen wir einmal tanken. Und dann haben wir vielleicht die Aufgabe abgeschlossen und dann kriegen wir vielleicht wieder irgendwas Interessanteres, als irgendwelche Fahrzeuge sauber zu machen oder gegebenenfalls zu betanken. Sehr schön. 15.000 Fahrgäste sollen wir jetzt befördern. Da bringt der Shuttle-Service auf jeden Fall auch viel mit dabei. Der wird auch sehr gut dort mit einspielen, das auf jeden Fall. Der ist ja, glaube ich, auch morgen dran. Genau, bis Mittwoch läuft der. Wunderbar. Und die eine Auftrag hier. Kinderfahrt Grönauer Naturkinder. Grönauer. Da unten ist es da.
da irgendwo hier sind. Da. Nee, Waldschule Grönau. Das muss, glaube ich, irgendwo. Da sind sie. Grönauer Naturkinder. Okay, alles klar. Gut. Fahrer 65, Wagen 3. Auch wieder eine Hotelfahrt. Sogar diesmal nur ein Hotel. Aber auch wieder mit über 100 Fahrgästen, die dort mit dem Bus irgendwo zu einer Veranstaltung fahren wollen, ne? Sehr schön. Da haben wir jetzt ein bisschen länger zu fahren. Könnte vielleicht auch sogar über die Autobahn gehen, ne? Oder? Nee. Der fährt direkt über die Landstraße nach Lübeck rein. Okay, alles klar. Aber hier brauchen wir dann auch einen Gelenkbus. Da können dann vielleicht die Fahrzeuge vielleicht wieder knapp werden. Vielleicht auch nicht. Bertrand Krüski. Hi, ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist. Allerdings bin ich momentan echt knapp bei Kasse. Wäre es möglich, dass ich in Zukunft etwas mehr verdienen könnte? Natürlich, selbstverständlich. Natürlich ist das machbar. So, jetzt dürfen natürlich die Ticketpreise zurückgegangen sein. Ja, sogar um 2000, um genau zu sein. Wenn man die Gesamtzahl betrachtet. Ist das zwar auch schon viel, aber für einen Samstag ist das auch, oder war das mehr oder weniger auch zu erwarten. Was sollen wir denn da auch großartig dazu sagen, sozusagen, ne? Außer es irgendwie hinzunehmen. Und irgendwie damit klarzukommen, sozusagen, ne? So, mal sehen. Vielleicht, also dürften wir eigentlich mit hinbekommen, ne? Die Abdeckung sozusagen, diese 40%, ne? Nur ob das dann auch wirklich so ist, wird sich dann alles ganz genau herausstellen. Hier dann einmal wieder betanken der Fahrzeuge. Oder speziell nur Wagen 11 erstmal, ne? Oder? Ne, Wagen 10, da muss nichts gemacht werden, alles klar. Den wir jetzt eben gerade versehentlich auf der Linie 2 mit eingesetzt haben. Blöderweise. Das scheint, glaube ich, der letzte zu sein, der jetzt auf der 2 unterwegs ist, ja. Und das ist der letzte, der auf der 1 unterwegs ist. Alles klar. Okay. Okay, alles gut. Nein, das wollte ich nicht machen, da habe ich mich nun verstippt. Wollte runter von der Karte, Wagen 17 einmal von innen reinigen lassen. Aber die anderen Fahrzeuge sind in Ordnung. Mal gucken, wie es bei den beiden anderen Fahrzeugen dann noch aussieht. Und ob sich da ob die geänderten Fahrzeiten bei der Linie 3 und der Linie 1 sich irgendwie bemerkbar macht, wird sich dann, wie gesagt, ja auch noch herausstellen, ne? Oh, und wir haben immerhin noch 3.500 Fahrgäste schon zusammenbekommen. So, Fahrgastzahlen auch wieder runtergegangen, fast auf dem gleichen Niveau von Dienstag. Auf der 2 auch wieder sehr spürbar runtergegangen. Und auf der 3 auch wieder sehr spürbar runtergegangen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte in die Halle zurück. Jetzt einen Moment bitte. So, verzeiht bitte nochmal die kleine Unterbrechung. Aber irgendwie scheint das jetzt mit der Maus nicht mehr alles oder mit der Tastatur zu funktionieren. Gut, können wir vielleicht einmal rüberspringen. Vielleicht ist da die Sache dann
Nee, irgendwas stimmt jetzt hier wieder mit der Steuerung nicht. Muss ich das jetzt alles mit der Maus machen? Nur die Kamerabewegung ist aktiv. Klima-Auktionstag, das ist für uns nicht relevant, aber irgendwie funktioniert das jetzt Ganze hier nicht mehr. Alles klar. Scheiße, jetzt geht auch das nicht. Muss ich dann nachher mal rausfinden. Gut, okay. Dann mache ich jetzt erstmal hier munter kunter. Jetzt versagt die Tastatur komplett, wa? Okay. Gruppe Fahrer 5, Gruppe 3. Fahrer 6. Fahrer 6. Und einmal Fahrer 17. Da haben wir ihn. Das neue läuft. Jetzt funktioniert das wieder. Irgendwie hat es sich da irgendwie aufgehangen. Keine Ahnung, was das damit zu tun hatte. Alles klar. Gut, das hat sich dann auch schon mal wieder erledigt. Sehr gut oder sehr positiv zu sehen, das Ganze. Ja, und mal gucken. Jetzt könnte es Sonntag jetzt ein bisschen interessanter werden. Wie gesagt, mit den ganzen Vertragslinien und sowas und Sonderverkehre, die wir jetzt hier noch reinbekommen haben, wird das auf jeden Fall auch noch interessant werden. Aber dafür müssten wir eigentlich genügend Gelenkbusse eigentlich da haben, ne? Aber das wird sich ja auch noch alles ganz genau herausstellen, das Ganze. Sehr gut. Oder interessant. Gut, was haben wir hier auch noch? Irgendwie so eine Hofsiedlung oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, irgendwas. Aber sieht auch relativ interessant aus, muss ich sagen. Hier auch noch irgendwie so ein Baggersee. Das könnte vielleicht ein Campingplatz sein oder irgendwie sowas. So, hier haben wir jetzt auch den Shuttle-Service mit drin. Lohmühlenstraße ist mit drin, Linie 2. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Gelenkbus. Fahrer 20. Gut, dass ich das einmal nachgeguckt habe. Nicht, dass ich das jetzt wieder irgendwie total durcheinander gebracht hätte. Weil das ist relativ sehr wichtig. Nee, keine Lademöglichkeiten für E-Busse brauchen wir sowieso nicht. Haben wir zurzeit ja auch überhaupt gar keine. Und der fährt jetzt, so wie es aussieht, auf der 2. Die Stadtwerke, Stromausfall, alles klar. Shuttle-Service. Auch nochmal ein Gelenkbus. Fahrer 27 und hier können wir nochmal einen normalen Solowagen einsetzen, ne? Fahrer 31. Nicht 30, 31 wollte ich. Wagen 1. Gut. Jo, jetzt starten sie gleich wieder. Wunderbar. So wie es aussieht, sogar gleichzeitig. Aber der Einer ist nicht so voll wie der Zweier, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Aber Auftrag Grönauer Naturkinder, ne? Ich weiß nicht mehr, wie viele Fahrgäste es da waren. Scheiße. Ah. Besser als gar nichts, ne? Aber ich glaube, ein Solowagen war das auf jeden Fall. Irgendwas in dieser Richtung muss es auf jeden Fall gewesen sein. Keine Ahnung, was genau, aber irgendwas. Eins von den beiden. Gut, aber sind jetzt auf jeden Fall noch weniger Fahrzeuge unterwegs. 6 Stück sind das jetzt bisher, um genau zu sein. Dürften zwar gleich noch ein Gelenkbus noch dazukommen, vielleicht sogar 2. Aber ist bis jetzt noch relativ interessant. Der macht jetzt diese Shuttlefahrt sozusagen. Okay. Aber die Aufgabe werden wir dadurch auf jeden Fall auch noch schnell abschließen können. 9 Uhr soll er starten. Mal schauen, wie viele Fahrgäste er jetzt schon gleich zusammenbekommt.
Können wir ja noch mal kurz anschauen. Jetzt sind es schon 15. Oh, doch mehr als gedacht. Schon 83 Fahrgäste an Bord. Die nächste Tour dürfte sogar noch weniger sein, ne? Er soll ja alle 30 Minuten fahren, ja. Aber ich hätte gedacht, dass er eigentlich voller wäre, ne? Aber, naja, was soll's. Ist ja auch zum Teil nur wurscht. Oh, den melden sich mal wieder. Israeldorf. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben das Fahrgastaufkommen der Linie 2 genauer analysiert und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass Änderungen des Fahrplans notwendig sind. Bitte richten Sie sich ab sofort morgen nach dem neuen Fahrplan mit dem freundlichen Grüßen Israeldorf. Samstag, vorherige erste Fahrt, 5:49 Uhr, neue erste Fahrt, 4 Uhr, bis 23 Uhr soll sie jetzt verkehren. Okay, alles klar. Gut, das sind ja auch schon mal sehr erfreuliche Neuigkeiten sozusagen. Dass das doch so viele Fahrgäste sein sollen, ja, hätte man so auch zwar denken können. Aber sind doch eigentlich mehr als, ja, eigentlich gedacht, ne? Oh, und das Fahrzeug reicht dafür vollkommen aus. Ich glaube, so viele werden es auch nicht so wirklich werden. Immer so um die knapp 100 Fahrgäste dürfen es wahrscheinlich werden, ne? Aber die ganzen Massen kann er auf jeden Fall gut befördern, ne? Hier ist auch wieder so knapp 100 Fahrgäste. Ja, jetzt sind es jetzt 111. Wenn man ein Auge zudrückt, eigentlich immer so irgendwo in diesem Bereich sozusagen, ne? Der fährt jetzt hier zur Lohmühlenstraße oder zum Stadion Lohmühle. Ich will immer Lohmühlenstraße sagen, weil das irgendwie eine Straße ist, weil es eine Straße ist, die es in Hamburg gibt. Aber weiß, warum ich das irgendwie hier in Hamburg oder hier in Lübeck irgendwie beziehen will oder sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Gut, dann nochmal die Linie 2. Auch wieder Solo-Fahrzeuge. Gruppe 4, Wagen 4, wunderbar, mit Fahrer 7. Doch auch eine sehr interessante Sache. Ja, jetzt sind es definitiv mehr Fahrgäste. Wesentlich mehr, alles klar. Aber gut, dass wir so große Fahrzeuge überhaupt im Fuhrpark haben, ne? Nicht schlecht, Herr Specht, auf jeden Fall. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt dürfte dann auch wieder relativ voll werden, ne? Oder? Ja, ging. Da war er eben gerade voller. Gut, dann hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, würde mich natürlich wieder sehr freuen, wenn ihr einmal den Kanal abonniert, dem Video einen Daumen nach oben gibt, ne? Und den Kanal abonniert und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, ne? Gut, kommt da jetzt vielleicht noch irgendwie ein Solowagen rein? Jo, auf der 1 kommt dann noch einer rein. Gut, dann weise ich den als nächstes zu in der nächsten Folge. Bis denn und tschüssi!